Ich verrate euch jetzt die Wahrheit über das Leben mit den Hunden. Und zwar die kaum einer erzählt. Erstmal will ich euch aber auch sagen, was ich mit diesem Video eigentlich bezwecken möchte. Ich möchte allen diesen, die demnächst einen Hund anschaffen wollen oder bereits wollen und demnächst es tun, etwas zum Nachdenken geben. Ich möchte sie eigentlich bewegen, zu überlegen, sind sie wirklich bereit, ein Leben mit dem Hund zu teilen. Weil es geht nicht um ein Jahr oder 6 Monate, es geht um 8, 10 oder sogar 15 Jahre. So lange lebt ein Hund. Also so lange musst ihr natürlich euer Leben teilweise zurücksetzen und Leben des Hundes in den Vordergrund stellen oder Leben mit dem Hund in den Vordergrund stellen. Nur im Vorfeld eine Sache zu klären: Ich liebe Hunde. Ich liebe meine Hunde und ich liebe alle Hunde. Ich finde sie einfach wunderschön. Das sind Wesen, die sowas loyal und gebunden sind. Das ist unglaublich. Was ein Hund an Liebe geben kann, kann kaum ein anderes Wesen, finde ich. Und ich liebe sie. Allerdings möchte ich manchmal die Hunde an die Wand klatschen. Das ist die Wahrheit. Viele vergleichen die Hundeerziehung mit der Erziehung eines Kindes. Also wir haben 4 Kinder und 2 Hunde. Und ich kann euch sagen, nach unserer Erfahrung nach sind die Hunde wesentlich schwerer zu erziehen. Und ein wichtiger Aspekt, warum das so ist, ist die Zeit. Die Hunde wachsen schneller und deshalb hat man weniger Zeit, also Zeitfenster ist kleiner, in dem man entsprechend seinen Hund erziehen muss oder kann. Für die Kinder hat man natürlich viele Jahre sozusagen und in diesen Jahren kann man einiges schlecht oder gut machen. Bei dem Hund sind es eigentlich 1-2 Jahre sozusagen für diese Grunderziehung. Natürlich kann man auch bei dem Hund später was machen, aber je später, umso schwieriger. Dadurch, dass diese Zeitfenster kleiner ist, ist die Intensität der Erziehung und Intensität der Probleme wesentlich höher bei einem Hund. Wie alle Lebewesen, so auch der Hund. Er hat bestimmte Bedürfnisse, die man erfüllen muss. Und die sind körperliche Natur und geistige Natur. Er möchte geliebt werden, er möchte Aufmerksamkeit. Und je nach Rasse, je nach Hundecharakter, möchten manche unheimlich viel Aufmerksamkeit und unheimlich viel Zeit sozusagen. Reden wir also erstmal von den seelischen oder geistigen Bedürfnissen eines Hundes. Ein Hund braucht Liebe, ein Hund braucht Aufmerksamkeit und er muss es bewusst bekommen. Das heißt, der Mensch muss in der Lage sein, dem Hund seine Liebe zu kommunizieren. Das ist manchmal sehr schwer. Zu einem ist es schwer, dieses Kommunikationslevel zu erreichen, dass der Hund auch wirklich versteht, was der Mensch kommuniziert. Übrigens umgekehrt natürlich auch. Aber auch wenn man das gemacht hat oder erreicht hat, schafft man es nicht immer. Man hat nicht immer die Zeit, die ein Hund benötigt, um sie ihm einfach zu geben. Man geht arbeiten, man hat Familie, man hat Kinder, man hat Freizeit natürlich, die man auch entsprechend im Sinne Sport und so weiter, die man gestalten möchte. Und dann hat man noch einen Hund. Manchmal ist das wirklich zeitlich problematisch. Nicht nur, dass man es nicht weiß, manchmal wie man es kommunizieren soll, sondern manchmal hat man auch einfach keine Zeit, es zu kommunizieren. Ich sage euch nur als Beispiel, wir verbringen mit Sam, also ich persönlich verbringe mit Sam ungefähr 3 Stunden pro Tag. 1 Stunde Training spielen und 2 Stunden jeweils morgens und abends spazieren gehen. Laufen war ich schon lange nicht, weil es einfach zeitlich nicht passt. Dann, wenn in diesen Zeitslots, wenn der Hund entsprechend raus muss, bin ich früher gelaufen. Jetzt kann ich das nicht. Jetzt widme ich die Zeit meinem Hund. Mache ich auch gerne.
Aber man muss wissen, dass man entsprechend ja, einiges zurückstellt, eigene Bedürfnisse vielleicht zurückstellt, sein Leben ändert, um dem Hund dann entsprechend das zu geben, was er braucht. Wenn der Hund jung ist, also Welpenalter oder Junghundalter, benötigt er noch viel mehr Zeit. Ist auch klar, wie alle Lebewesen auf dieser Welt. Ist auch wichtig, diese Zeit dem Hund zu geben, weil das für seine Entwicklung unheimlich wichtig ist, für seine Bindung zum Menschen, für seine Kommunikation mit dem Menschen und Verständnis mit dem Menschen. Aber die Zeit muss man erstmal haben. Also man muss sich überlegen, wenn man einen Welpen hat, kann schon passieren, dass man alle 2 Stunden nachts wach wird, weil der Hund zum Beispiel raus muss. Das sind seine körperlichen Bedürfnisse. Dazu muss man bereit sein, das zu tun. Bei uns war das so sogar. Unser Schlafzimmer ist entsprechend auf der 2. Etage sozusagen. Hund war in der untersten Etage. Das bedeutet, jemand von uns musste ständig auf dem Sofa sozusagen beim Hund schlafen. Sollte der Hund entsprechend raus müssen, war dann derjenige, der unten war, dafür verantwortlich, auch den Hund rauszunehmen. So, das heißt, ich und meine Frau schliefen natürlich getrennt teilweise, beziehungsweise unsere Kinder haben das auch, die Aufgabe sehr gut übernommen und haben auch teilweise das auch gemacht. Das fand ich natürlich super. So, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, was ich gerade angesprochen habe. Das Leben der ganzen Familie ändert sich, wenn der Hund kommt. Alle müssen entsprechend in die gleiche Richtung ziehen. Im Sinne Erziehung, im Sinne Liebe geben dem Hund, im Sinne körperliche Bedürfnisse des Hundes befriedigen. Und zwar, es ist schwer, wenn eine Person das Ganze machen muss. Es ist sehr anstrengend, natürlich. Wenn man sich aber teilt und wenn jeden Tag zum Beispiel eine andere bestimmte Aufgaben übernimmt, ist es wesentlich leichter. Außerdem ist die Kommunikation wichtig, dass die Kommunikation zum Hund einheitlich ist. Das bedeutet, dass alle das Gleiche auf die gleiche Art und Weise tun. So, also zum angehenden Hundenbesitzer möchte ich Folgendes sagen. Seid ihr euch dessen bewusst, wie viel Zeit ihr mit dem Hund verbringen müsst. Es ist nicht eine halbe Stunde am Tag, es ist teilweise 3, 4, 5 oder sogar viel mehr Stunden, je nachdem wie alt der Hund ist und je nachdem welche Rasse er angehört. Befriedigende körperliche Bedürfnisse. Also, ein Hund muss pinkeln gehen, definitiv. 2, 3 oder mehrmals am Tag, je nachdem wie alt er ist. Das muss jemand machen. Also Gassi gehen mit dem Hund, egal was für Wetter draußen herrscht. Egal ob Steine fallen, Regen fällt oder was auch immer. Auf jeden Fall, egal ob es regnet, kalt, warm ist oder was auch immer, mit dem Hund muss man raus. Dann, jeder Hund braucht körperliche Auslastung, Übungen. Die braucht er einfach, ansonsten wird er nicht ausgeglichen, nicht ausgelastet und macht vielleicht Quatsch. Beziehungsweise man kann einen nicht ausgelasteten Hund wesentlich schwerer erziehen als einen gut ausgelasteten. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt sind die Finanzen. Ein Hund ist teuer. Je größer der Hund, umso teurer kann er sein. So ein Mastiff wie er, so ein Cane Corso, der ungefähr 7 Monate alt ist, also Sam ist jetzt fast 7 Monate, der braucht ungefähr 1 Kilo Futter pro Tag. Nassfutter, wesentlich teurer, Trockenfutter, etwas günstiger, aber das ist viel Geld. Das ist viel Geld jeden Tag. Tierarzt ist teuer. Man muss mit Sicherheit mehrere Male pro Jahr zum Tierarzt. Sei es auch einfach nur die Impfungen zu machen, die man machen muss, oder weil man entsprechend irgendwelche Probleme hat. Und dann darf man natürlich auch die Hundesteuer nicht vergessen, die kostet auch. Also bevor ihr einen Hund anschafft, denkt drüber nach, könnt ihr euch einen Hund leisten. Das ist nicht immer gesagt, dass das machbar ist. Hundetrainer und Hundeschulen kosten einiges an Geld. Aber nicht nur, dass die Hundeschule Geld kostet, man muss auch die Zeit dafür haben. Zum Beispiel bei uns ist die Hundeschule freitags um 7:30 abends. In der Zeit können wir natürlich nicht ins Restaurant gehen, Abendessen. Wir müssen zur Hundeschule. Seht ihr? Thema Urlaub und Freizeit. Wenn man einen Hund hat und keine Möglichkeit hat, den Hund irgendwo
abzugeben, während man verreist ist. Wie macht ihr das dann? Habt ihr darüber Gedanken gemacht? Was passiert mit dem Hund, wenn ihr in Urlaub fährt? Oder fährt ihr mit dem Hund in Urlaub? Perfekt, das tun wir natürlich auch. Aber dann seid ihr schon begrenzt im Sinne der Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr könnt nicht nach Thailand mit dem Hund fliegen. Erstmal wäre es zu teuer. Zweitens, wer weiß, ob das erlaubt ist. Drittens, der Hund muss natürlich in die Quarantäne, wenn er in ein Land einreist, wie zum Beispiel Thailand. Da sind alles Kosten, die damit verbunden sind. Und es ist gesundheitlich für den Hund mit Sicherheit nicht gut. Also urlaubstechnisch ändert sich vieles. Eure Freizeitgestaltung. Bis gestern ich habe mehrfach gerade erzählt, bis gestern lief ich 2-mal pro Tag, morgens und abends. Das kann ich jetzt nicht mehr, weil in der Zeit, wo ich sonst gelaufen bin, muss der Hund raus. Ich kann nicht vorher sozusagen laufen, weil das würde bedeuten, dass ich um 4 Uhr morgens laufe oder 5 Uhr. Das ist einfach viel zu früh. Das schaffe ich dann nicht, beziehungsweise danach könnte ich natürlich schaffen, aber danach kann ich bei der Arbeit nicht vernünftig funktionieren. Das heißt, auch die Freizeitgestaltung ist dann eine andere sozusagen, oder sie verändert sich auch, sogar teilweise sehr stark. Also, allen denen, die gerade überlegen, einen Hund anzuschaffen, möchte ich zusammenfassend Folgendes auf den Weg geben. Überlegt euch gut, ob ihr bereit seid, euer Leben zu ändern, beziehungsweise es so anzupassen, dass der Hund im Mittelpunkt ist und nicht ihr selbst, wie bis jetzt. Habt ihr genug Geld, das zu tun? Habt ihr genug Zeit, die ihr dem Hund widmen könnt? Habt ihr genug Lust, jederzeit sozusagen oder immer die Sachen zu machen, beziehungsweise körperliche und seelische Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen? Oder sagt ihr, jetzt ist es zu kalt, jetzt gehe ich nicht raus, jetzt ist es zu nass, gehe ich nicht raus, es ist zu warm. Überlegt euch gut, ob ihr vielleicht auf Urlaub in Thailand verzichten wollt, weil ihr den Hund nicht mitnehmen könnt. Seid ihr bereit dazu? Wollt ihr immerhin an der Ostsee Urlaub machen? Ich weiß es nicht. Jeder Hundebesitzer, angehende Hundebesitzer, muss sich das gut überlegen. Fragt euch auch, ob ihr eigentlich genug Geduld habt, ob ihr ruhig genug seid, um mit dem Hund vernünftig umzugehen und zu kommunizieren. Stellt euch vor, die Situation, die wir auch ab und zu haben. Wir möchten, dass der Hund nicht aufs Sofa springt, er tut es. Und zwar immer wieder. Wir verbieten es immer wieder, wir nehmen immer wieder runter, wir korrigieren immer wieder, bieten eine Alternative. Er macht es trotzdem. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. In solchen Situationen Nerven zu behalten, ist es unheimlich schwer. Unheimlich. Also überlegt euch gut, seid ihr selbst stabil genug? Wenn nicht, wird wahrscheinlich auch der Hund nicht stabil genug, ausgeglichen genug, relaxed genug. Man muss auch unheimlich kreativ sein, weil sehr schnell sind die Hunde gelangweilt von immer wieder gleichen Sachen. Und der Hundebesitzer muss sich überlegen, was mache ich jetzt mit dem Hund? Also uns geht es zumindest so. Ab und zu überlegt man sich so, Sitzplatz und so weiter haben wir schon 1000-mal gemacht. Der Hund hat gar keinen Bock mehr drauf. Was mache ich jetzt? Wie lasse ich ihn aus? Beziehungsweise wie beschäftige ich den Hund? Und dann, klar, man kann natürlich im Internet alles Mögliche erfahren. Aber in der Regel findet man im Internet nie das, was man sucht. Und am wenigsten die Vergleichsmöglichkeiten. Läuft das mit mir und meinem Hund vernünftig? Läuft es so, wie es sein soll? Oder baue ich gerade irgendwelche Probleme auf sozusagen, beziehungsweise stelle ich gerade einen Problemcharakter des Hundes her? Das weiß man natürlich nicht so genau, auch wenn man andere Fachleute zu Rat zieht. Man weiß einfach nicht, welches Verhalten ist Fehlverhalten, weil das baut sich auf. Am Anfang ist es nur ein Blick, der vielleicht nicht richtig war, und am Ende wird es Aggression. Weiß man nicht. Und um einen Hundetrainer zu fragen, ist es auch sehr, sehr schwer. Weil was soll man fragen? War der Blick richtig? Die negative Folgen sieht man meistens später. Dann kann der Hundetrainer natürlich sehr gut helfen, aber vielleicht kann man es vermeiden, dass es zu diesem Fehlverhalten überhaupt kommt. Das ist das, was ich möchte.
Und zum Schluss nur eine Kleinigkeit. Alle diese Punkte sind eigentlich für alle Hunderassen gleich. Bei manchen Hunderassen sind sie aber noch komplizierter. Zum Beispiel Cane Corso verlangt sehr viel menschliche Nähe. Also einen Cane Corso alleine zu lassen, ist es meiner Meinung nach ziemlich schwer. Andererseits Vella, das ist unsere Isis, die war noch nie und ist überhaupt kein Problem, irgendwo alleine zu bleiben. So, also überlegt euch auch gut, welche Rasse zu eurem Lebensstil passt. Es ist nicht so, dass jede Rasse zu jedem Lebensstil passt und zu jedem Charakter. Solltest du darüber nachdenken, einen Hund anzuschaffen, dann hoffe ich, dass dieses Video dir einige Fragen gezeigt hat, über die du vielleicht noch nachdenken solltest. Solltest du dich danach dennoch für einen Hund entscheiden, mach es dann bitte richtig und gib deinem Hund Liebe und Aufmerksamkeit, die er entsprechend braucht. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Hund.